Position data from his own mobile phone. The target person, his current whereabouts are now known. The task is now to arrest this person by surprise. And for this purpose, the vehicle in which he's driving is being detected by a drone. Nun wird der Zugriff stattfinden. Das Fahrzeug mit der Zielperson fährt von links nach rechts in Richtung der dargestellten Ortschaft. The vehicle with the target person in it is now driving along the road from left to right towards the town. Die Einsatzkräfte werden ab jetzt im tiefen Anflug gemeinsam mit dem Kampfhubschrauber Tiger auf das Fahrzeug angreifen. Unter Ausnutzung aller geländebedingten Deckungsmöglichkeiten bekommt die Zielperson diesen Angriff erst so spät mit, dass keine Gegenreaktion mehr möglich ist. 4 light support helicopters move in, with 2 Tiger attack helicopters in support, taking advantage of the terrain. They maximise the element of surprise, and the vehicle has been disabled with a shock to the engine compartment. Der Führungshubschrauber hat sich jetzt direkt vor das Fahrzeug gesetzt und blockiert die Weiterfahrt. Um jeglichen Fluchtversuch zu unterbinden, wird aus diesem Hubschrauber das Fahrzeug mit einem gezielten Schuss in den Motorraum gestoppt. Command helicopter directly in front of the target vehicle disabled that vehicle, and the other 3 LUHs are deploying Special Operations Forces to effect the arrest of the target. Durch den Führungshubschrauber werden weitere Sicherungssoldaten auf dem Hausdach abgesetzt. Da sich noch Hindernisse auf dem Dach befinden, ist dies nur durch das Abseilen, Fast Roping genannt, möglich. Dies kann auf bis zu 25 Metern Höhe erfolgen. To support the troops on the ground around the vehicle, the command helicopter is going to drop 2 further support forces onto the roof of the nearest house. Because of obstacles on the roof, they're using what's known as fast roping. Now that's a technique that can be used up to a height of 25 meters, and they drop onto the top of the house represented by the container. Da es bei der Festnahme einen Verletzten gegeben hat, wurde über Funk ein Medical Evacuation Team, ab jetzt Medevac Team, angefordert, welches den Verletzten evakuieren wird. Gleichzeitig wurde auch die in Bereitschaft stehende Reaktionskräfte der Quick Reaction Force, im Folgenden QRF genannt, abgerufen. Diese Teams stehen im ständigen Kontakt mit den angreifenden Kräften und können in sehr kurzer Zeit am Einsatzort eintreffen. Now the troops around the vehicle have searched it for further intelligence information, and one of them was injured during the arrest. So consequently, the command helicopter has called in a medical evacuation team, a medevac team, requested via radio to evacuate the injured person. And at the same time, reaction forces of the Quick Reaction Force, known as the QRF, are also called in. These teams are in constant contact with the attacking forces and can arrive at the scene in a very short time. Die QRF-Kräfte landen vor und hinter dem Einsatzgebiet und sichern es nach allen Seiten ab. Die Medevac-Maschine landet direkt zwischen den Sicherungskräften und die Aufnahme des Verwundeten wird durchgeführt. QRF aircraft land in front and behind the area of operations to secure it on all sides. The air medevac aircraft lands directly between the security forces to take on board the casualty. Um im Umkreis des Landeplatzes und im Anflug so wenig Angriffsmöglichkeiten wie möglich zu geben, wird der Anflug sehr schnell durchgeführt. Dies ist ein spezielles taktisches Manöver und fordert die Besatzung in besonderem Maß, um punktgenau möglichst nah an den wartenden Soldaten landen zu können. The approach is carried out quickly at low level to give as few opportunities for attack as possible within the vicinity of the landing site. This is a special tactical maneuver and requires the crews to land as close as possible to the waiting soldiers. Nach dem sehr schnellen Absetzen der Kräfte erheben sich nun die Hubschrauber, die die QRF-Kräfte abgesetzt haben, und fliegen wieder in den Reaktionsraum. Soldiers of the QRF have deployed rapidly from the 2 transport helicopters, which now leave the area as quickly as possible. Während des Anfluges, der Landung und dem Absetzen des Teams wird der gesamte Bereich ununterbrochen durch die beiden Kampfhubschrauber Tiger überwacht und gesichert, damit diese, wenn nötig, direkte Feuerunterstützung leisten können. The 2 Tiger helicopters are providing an overwatch with their powerful sensors and weapons
to maintain the security of the landing area of the German soldiers. Grundsätzlich befindet sich an Bord der NH90 qualifiziertes Sanitätspersonal, unter anderem ein Rettungsarzt, um auch während des Fluges Verletzte bzw. Verwundete medizinisch versorgen zu können. Dies ist eine seltene Fähigkeit, für die der NH90 mit seinem großen Laderaum und seiner speziellen Ausrüstung besonders geeignet ist. The NH90 is perfectly suited to this kind of operation. It's equipped with qualified medical personnel, including an ambulance doctor, so that injured or wounded persons can actually receive medical care during flight. The helicopter remains above the site, providing overwatch. Um sicherzugehen, dass keine feindlichen Angriffe aus dem Hinterhalt mehr erfolgen, erteilt jetzt der verbleibende Tiger einen Aufklärungsvorbeiflug von rechts nach links. Richten Sie Ihren Blick also Richtung Westen und fotografieren Sie dieses außergewöhnliche Ereignis. Now, using his powerful sensors as a precaution, the second Tiger now performs a reconnaissance flyby to make sure there's no direct danger from any remaining attackers in the area of the action. Lovely. Da nun ziemlich sichergestellt ist, dass keine direkte Gefahr mehr besteht, werden die Hubschrauber zur Aufnahme der Einsatzkräfte wieder abgerufen. Die zu Beginn der Aktion im Fast-Roping-Verfahren abgesetzten Soldaten haben neben der Sicherung auch das Landefeld auf dem Dach von Hindernissen befreit, so dass sie jetzt durch direktes Anlanden des LUHs schnell wieder aufgenommen werden können. Now, the Tigers reported to the command helicopter that there is no direct danger, so the command helicopter has recalled the helicopters to retrieve the Special Operations Forces. The two soldiers deployed on the roof of the building earlier have now cleared it of any obstacles, so they can now be quickly recovered by the command helicopter, landing on the roof to take them on board directly. Diese Aktion erfordert höchste Präzision, sehr viel Training und körperliche Fitness bis zum geht nicht mehr. Der Hubschrauber landet jetzt mit einer Kufe auf dem Container und die Soldaten steigen direkt in den Hubschrauber ein. Now, this is a very difficult maneuver, landing on top of the container with just one undercarriage leg. It takes a great deal of training to fly this accurately, but as you can see, the soldiers are immediately back on board. Wenn Sie nach links schauen, sehen Sie nun wieder die einfliegenden Hubschrauber zur Aufnahme der Kräfte. And as you can see from the left, the NH90 and the CH-53 that delivered the QRF forces, and the three light utility helicopters, the LUHs, that delivered the Special Operations Forces are arriving to recover the troops, and of course, the arrested person. Jeder Hubschrauber nimmt die Personen auf, die er auch abgesetzt hat. Die LOHs in der Mitte nehmen zusätzlich zu den Kräften noch die Zielperson mit auf. The NH90 and the CH-53 landing at the front and rear of the formation to recover the QRF forces. The LUH is landing right next to the Special Operations Forces, so they can get into the aircraft as quickly as possible. Diese Manöver finden in unheimlicher Geschwindigkeit statt. This maneuver carried out with maximum speed because, of course, operations of this kind attract attention. So you have to spend as little time as possible on the ground. Sollten Sie Interesse haben, diese Fähigkeiten auch zu erlernen, informieren Sie sich über die Tätigkeiten der Bundeswehr im Karrieretrakt der Bundeswehr hier vorne in unserem Static Display.
If you'd like to meet some of the crews of these very varied aircraft and learn more about their jobs, you can do so in the Bundeswehr area in the center of the display line. Nach der Aufnahme dieser Truppen verlassen alle Hubschrauber nun das Einsatzgebiet in Richtung eines Flugplatzes oder eines provisorischen Landeplatzes zur weiteren Verlegung. With all the troops on board, the helicopters leave the area as quickly as possible. The command helicopter and the Tiger making a last flyby. Nachdem die Hubschrauber das Einsatzgebiet verlassen haben, geht es jetzt darum, die Einsatzkräfte, die Zielperson und die verwundete Person aus diesem Gebiet in ein sicheres Gastland zu bringen. Hierzu eignen sich Flächenflugzeuge aufgrund ihrer höheren Zuladung und größeren Geschwindigkeit. Now the task now is to get the Special Operations Hier Forces. zeichnet sich die Zusammenarbeit von Heer und der Luftwaffe aus, indem die verschiedenen Luftfahrzeuge mit ihren besonderen Fähigkeiten für den Lufttransport über kurze, mittlere und große Entfernung kombiniert werden. Now on our imagined landing strip, a C-160 Transall will land to further transport the forces and the target person to a safe country. This is a perfect demonstration of the cooperation between Army and the Air Force, distinguished by combining the various aircraft with their special capabilities for air transport over short, medium and long distances. Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich im Umkreis des Flugplatzes keine bewaffneten Feindkräfte befinden, wird der Anflug und auch später der Abflug sehr schnell und die Landung sehr steil durchgeführt werden. Dies ist ein selten zu sehendes Schauspiel und jedes Mal eine besondere Leistung der Besatzung, ein sogenannter Sarajevo-Approach. Now it can't be guaranteed there's no enemy armed forces in the vicinity of this airfield, so the approach and departure will be carried out very quickly and the landing very steeply in what's known as a Sarajevo approach. This keeps the aircraft out of the range of small arms fire for as long as possible. Zücken Sie nun also Ihre Foto- bzw. Videokameras und nehmen dieses imposante Schauspiel auf. If you've got a camera or a video camera, you definitely want to watch the C-160 because this is a spectacle. Direkt nach der Landung wird das Luftfahrzeug als erstes ein Air Mobile Protection Team, ab jetzt AMTP Team genannt, aussteigen. Seit ca. 2 Jahren werden diese Teams durch Objektschutzkräfte der Luftwaffe zur Sicherung von Luftfahrzeugen eingesetzt. Jedes Team besteht grundsätzlich aus 5 Soldaten, kann aber missionsabhängig auch verstärkt werden. After the Transall lands, the first people out of it, and that is a steep approach. The first people out of it will be the Air Mobile Protection Team. Now, for the last 2 years, these teams have been deployed by the Air Force as object protection forces to secure aircraft. Each team consists of 5 soldiers, but can also be strengthened depending on the mission. Hier wurde jetzt eingespielt, dass im letzten Moment ein Ziel auf dem Boden erkannt wurde und die Transall einige Meter später aufsetzen musste. Now, obviously, with an unprepared strip, you never know what's on it. C-160 demonstrating there that it can avoid an obstacle, perhaps a person or an armed unit on the runway. And out of the back come the AMPT, the Armed Mobile Protection Team. Das AMPT-Team ist nun ausgestiegen und deren Auftrag lautet, Luftfahrzeuge, ihre Besatzung bzw. Passagiere und die Ladung der Luftfahrzeuge in einem Umfeld, in dem die Sicherheit nicht gewährleistet ist, vor Übergriff zu schützen.
MPT's mission is to protect aircraft, their crews and passengers, and the cargo of an aircraft in an environment where security is not guaranteed. Direkt hinter dem Lufttransportflugzeug landen. Die mit anfliegenden Kampfhubschrauber überwachen auch diese Aktion mit ihrer hervorragenden Sensorik aus der Luft und stellen dadurch sicher, dass keine Angriffe aus einem Hinterhalt stattfinden können. With the C-160 safely landed, the rest of the helicopter forces arrive, led by the two Tigers, sweeping the area to make sure no one is around with their powerful sensors. The LUHs, the NH-90 and the CH-53 now all land directly behind the transport aircraft. Als erstes landen die 4 H-145M LUH Hubschrauber und verlagern die Einsatzkräfte und die Zielpersonen in die Transall. Now the Special Operations Forces landing directly behind the Transall in their 4 LUHs will immediately get out of the helicopters and board the transport aircraft. Speed is the key here. Zweites landen jetzt die beiden NH-90 Hubschrauber, das ist der Medevac Hubschrauber und der eine Hubschrauber der QRF-Kräfte an Bord haben. Auch diese werden mit maximaler Geschwindigkeit aus dem Hubschrauber aussteigen und in die Transall verbracht. With the Special Operations Forces and the arrested man on board the Transall, the Medevac NH-90 and the NH-90 with part of the Quick Reaction Forces land, followed by the CH-53. The troops again will dismount the helicopters and board the transport aircraft as quickly as possible. In der Transall finden bis zu 91 Personen sitzend oder 40 Personen liegen Platz und bis zu 2 Intensivpatienten können mit der entsprechenden Ausrüstung transportiert werden. Transall's perfect for this kind of operation, short takeoff and landing, but can take up to 91 people sitting in the fuselage or 40 persons lying down. Up to 2 intensive care patients can be transported with the appropriate equipment. As soon as the people have left the helicopter, they immediately leave the area again. Die CH-53 wird sich gleich etwas versetzt hinstellen und direkt nach dem Verlassen der QRF-Kräfte aus ihrem Rumpf wird diese Maschine auch wieder starten. RAF forces now leaving the last helicopter to land, the CH-53. As soon as they're off, he's immediately airborne to get out of the danger area. Sobald alle Truppen abgesetzt wurden, verlassen die Hubschrauber das Einsatzgebiet und gehen wieder in den vorgesehenen Verfügungsraum. Transport helicopters leaving the area at low level, again covered by the 2 Tigers above them, maintaining their overwatch. The last people on board the Transall, the Air Mobile Protection Team, it now starts to taxi on the runway. Da die Transall eine zwar kurze, aber dennoch ausreichend lange Startstrecke im Hinblick auf äußere Bedingungen wie Höhe, Temperatur und Windsituation braucht, dreht das Luftfahrzeug nun auf der Start- und Landebahn und wird gleich den Startlauf beginnen. Now, the Transall is a short takeoff aircraft, but it does need enough room, so it's rolled to a pre-calculated takeoff position, calculated to allow for such factors as altitude and temperature. Now it's turned and will begin its takeoff run. Sie sehen nun wieder ein sehr seltenes Bild. Die beiden Kampfhubschrauber werden die Transall begleiten und aus diesem Grunde gleichzeitig mit der C-160 die Start durchführen. Fantastic photo opportunity here. The 2 Tigers have stopped their patrolling and have moved to escort the C-160 Transall out of the area. Very unusual formation. They will stay with the Transall while it remains at low level, and they will not break off until they are sure that it is safe. Während des Starts und solange sich das Flächenflugzeug in geringen Höhen befindet, wird es weiterhin durch die Kampfhubschrauber begleitet. Erst mit dem Abflug des Transportfluges mit den Einsatzkräften wird der Rückmarsch aus dem Einsatzgebiet angetreten. Now, protection of transport.
and women to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you start no fight. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I'll win that fight. TNT, I'm a power load. TNT, watch me explode. I'm dirty, mean, and mighty unclean. I'm a wanted man. Public enemy #1. Understand? So lock up your daughter, lock up your wife, lock up your back door, and free your life. The man is back in town. So don't you mess with him. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das für eine Anstrengung ist, dieses Timing so hinzubekommen. Wir danken Ihnen jetzt für das gezeigte Interesse und allen an dieser fliegertaktischen Demonstration beteiligten Kräften.